Hallo und willkommen bei So halt. Ich stelle euch heute ein Ultraschallgerät für das Gesicht vor, erzähle, was Ultraschall ist, welche Wirkungen es auf die Haut hat und zeige dir von vorne bis hinten die komplette Anwendung sowie ein Vorher-Nachher-Vergleich meiner Haut. Alle, die mich schon länger kennen, die wissen es, ich liebe Innovationen in der Kosmetik und ich liebe es, Innovationen selber auszuprobieren und die Wirkung zu testen und darüber zu berichten. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Ultraschall auf der Haut beschäftigt und habe mich da belesen. Alles, was ich jetzt sage, ist wirklich haarklein recherchiert, von unzähligen Internetseiten zusammengetragen. Ich selber habe das Gerät jetzt über 2 Wochen hinweg getestet und angewendet und kann dir da meine Erfahrungen schildern, wie es sich anfühlt, wie ich es anwende und Tipps und Tricks und so weiter. Ich stehe auch im engen Kontakt mit der Herstellerfirma, denn das finde ich auch sehr wichtig, dass man da wirklich bei der Anwendung keine Fehler macht und auch auf Nummer sicher geht. Denn keiner von uns möchte Hautschäden davon tragen. Keine Sorge, alles, was ich hier erzähle, ist wirklich abgestimmt und so kannst du nichts verkehrt machen. Was ist Ultraschall überhaupt? Das sind Schallwellen oberhalb unseres Hörbereichs. Schallwellen sind zum Beispiel auch Radiowellen oder alles, was du hören kannst. Auch meine Sprache erzeugt Schallwellen. Und Ultraschall sind auch solche Wellen, die wir eben nicht hören. Was bewirkt Ultraschall jetzt auf der Haut? Also erstens mal wird sie tiefenmassiert und erwärmt. Beides hat positive Effekte. Welche genau, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und diese positiven Effekte spüren wir und sehen wir oben auf der Haut, aber es wirkt im Inneren, also auf den unteren Hautschichten, auch dazu gleich noch mehr. Ultraschall hat 3 Wirkungsweisen auf die Haut. Eine mechanische, eine thermische und eine chemische. Die mechanische Wirkung: durch die Bewegung der Masseteilchen wird die untere Hautschicht massiert. Das hört sich jetzt total verrückt an, aber diese Wellen gelangen in deine Haut und keine Angst, das ist wirklich gar nichts Schlimmes. Diese Teilchen in der Haut, Masseteilchen, werden einfach in Schwingungen versetzt. Sie stoßen an den Wellen und auch untereinander. Dadurch wird die Haut von innen massiert, was sich total verrückt anhört, aber was tatsächlich das ist, was da passiert. Also du weißt ja, wie angenehm eine Massage oben auf der Haut ist, also wenn du dir selber das Gesicht massierst oder wenn du den Rücken massiert bekommst, und genauso angenehm ist es auch für die Haut in den tieferen inneren Schichten. Und das führt zur thermischen Wirkung. Die thermische Wirkung ist einfach eine Wärmewirkung, die durch Vibration, Reibung und Stöße der Masseteilchen innen drin entsteht. Dadurch entsteht Wärme. Und Wärme, weißt du selber, ist einfach super angenehm. Auch von außen, wenn du dir eine Wärmflasche machst und dich einkuschelst in deiner Kuscheldecke, dann ist es angenehm und genauso schön fühlt es sich auch von innen an. Diese Wärme spürt man auch bei der Anwendung. Keine Angst, es ist keine Hitze und das wird dir auch nicht das Gesicht verglühen oder so. Es ist einfach eine schöne, angenehme, leichte Wärme. Und diese Wärme entsteht in den zellulären und intrazellulären Strukturen, das heißt ganz innen in der Haut. Das fördert die Durchblutung, entspannt das Hautgewebe und auch die Muskeln. Dadurch wiederum erhöhen wir unseren Zellstoffwechsel. Der ist sehr, sehr wichtig für eine schöne, strahlende Haut und für Jugendlichkeit, für eine glatte Haut. Also der wird hier angeregt und durch die Wärme werden die Gefäße erweitert. Das ist auch etwas Gutes, auch wenn es sich jetzt ein bisschen komisch anhört. Gefäßerweiterung heißt einfach, Wirkstoffe können besser aufgenommen werden. Und die dritte, die chemische Wirkung, kann man eigentlich aufteilen in 3 Wirkungen. Erstmal wird der lokale pH-Wert geändert, die Zellmembranen werden durchlässiger und außerdem fördert es die Kaviation, also die Formung des Körpers. Du kannst Ultraschall nämlich auch dazu verwenden, deine Zellulite zu bekämpfen und zum Beispiel dein Fettgewebe an bestimmten Stellen zu reduzieren und dadurch den Körper zu formen. Das ist total verrückt und das hört sich wirklich eher freaky an, aber so funktioniert es tatsächlich. Jetzt mal zu den Einsatzgebieten im Einzelnen. Also erstmal habe ich gesagt, Pickel werden reduziert. Warum ist das so? Ich habe ja schon gesagt, dass die Poren geöffnet werden, dass alles durchlässiger wird und die Durchblutung angeregt wird. Durch die Öffnung der Poren kann dann einfach der Talg besser abtransportiert werden. Das ist ähnlich wie bei einem mechanischen Peeling, nur dass es hier deutlich effizienter ist, weil du nicht nur oben an der Hautschicht arbeitest. Das heißt, von unten werden die Poren geöffnet. Die Haut kann selber den Talg besser abtransportieren und wenn du selber dann mit deiner Reinigung fortfährst oder deine Haut ausreinigst oder eine Reinigungsmaske auflegst, dann kann das Ganze besser wirken, weil es tiefer reinkommt. Auch diverse Pflegecremes, Anti-Pickel-Cremes oder sowas können besser wirken, weil sie in tiefere Hautschichten eindringen können, weil die
die Poren und alles geöffnet ist. Und dann können Sie vor Ort tief Entzündungen bekämpfen und Bakterien bekämpfen und besser wirken. Der pH-Wert wird neutralisiert und der Lymphfluss wird angeregt. Wir arbeiten ja immer in Lymphflussrichtung, das zeige ich dir auch gleich in der Anwendung, also wirklich immer von innen nach außen, leicht schräg nach oben, also immer in Richtung des Lymphflusses und der transportiert Schlacken ab. Dadurch wird deine Haut einfach, also es ist wie eine Detox-Kur für die Haut. Weiterhin reduziert Ultraschall die Falten im Gesicht und dazu muss man erstmal verstehen, wie Falten überhaupt entstehen. Dazu habe ich dir mal was aufgezeichnet. Mit 35 Jahren hat man noch eine glatte Haut, zumindest relativ. Mit 45 Jahren geht es dann schon so los, dass sich leichte Fältchen bilden. Und mit 55 Jahren hat man definitiv schon noch mehr und tiefere Falten. Wie das zustande kommt, das kann ich in der Haut erklären einmal. Wir sehen die oberste Hautschicht, die Oberhaut, die Epidermis und unten drunter die Lederhaut. Darunter kommen dann die Muskeln und Fettgewebe und so weiter. Das interessiert uns jetzt erstmal gar nicht so arg. Was interessant ist die Lederhaut, die Dermis, denn da haben wir das Kollagen. Das in so Strängen kann man sich das vorstellen. Darauf sitzt das Elastin. Und die Hyaluronsäure, die ist zwischendrin, die habe ich blau gemalt. So sieht das noch mit 35 Jahren aus. Verändert sich aber, wenn man älter wird, schon, wenn sich die ersten Falten bilden. Die kann man sich als so Furchen vorstellen. Und diese Furchen, die ziehen sich eben bis runter rein. Das entsteht, weil hier weniger Kollagen zum Beispiel da ist und weniger Elastin hier drauf sitzt. Die Haut ist also nicht mehr so elastisch, wie sie noch in jungen Jahren ist. Und auch von Hyaluronsäure haben wir nur noch weniger. Da kann man eben nachhelfen mit Cremes, die ganz tief einziehen können. Und mit 55 Jahren ist das Ganze noch drastischer. Dann geht es richtig tief. Und je älter man wird, kannst du dir vorstellen, ist es eben noch viel stärker dann. Also das soll jetzt nur ein ungefähres Schema sein, wie man sich das vorstellt, wie hier eben solche Falten entstehen. Und wenn man es jetzt schafft, hier in die Dermis eben noch extra Hyaluron einzubringen, die blauen, also das setze ich jetzt mal mit dunkelblau, dann können wir es schaffen, dass sich die Haut hier wieder ein bisschen aufpolstert. Auch Kollagen kann man einbringen, kann man einnehmen oder man kann der Haut helfen, es selber zu produzieren, nachzuproduzieren, dass es hier wieder stärker wird und dass eben die Hautelastizität hier wieder besser wird. Und das schafft man mit Ultraschall. Auch Tränensäcke können gemildert werden, weil Tränensäcke sind nichts anderes als Unterlagerungen, Wassereinlagerungen oder auch Schadstoffe, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind es hier störende Einlagerungen, die du durch die Anregung des Lymphflusses abtransportieren kannst. Ja, dann werden die gemildert und die Haut wird hier auch wieder schön glatt. Durch die Erweiterung der Gefäße und die größere Durchlässigkeit der Hautschichten kannst du Wirkstoffe viel tiefer einarbeiten. Zum Beispiel eine Hyaluroncreme. Dazu habe ich auch schon mal Videos gemacht. Ich verlinke die dir alle am Ende. Bleib bis zum Ende dran. Dann findest du oben im Infobutton alle Videos, die ich zu diesem Thema schon mal gemacht habe, die dazu passen. Und du kannst Hyaluron in die Haut einbringen. Ultraschall kann das Ganze eben tiefer transportieren. Diese Schallwellen transportieren dir wirklich dann dein Hyaluronserum in die tiefe Hautschicht, da wo sie wirken müssen, in die Dermis. Wenn es einfach nur oben drauf liegt, nützt es dir gar nichts. Und deshalb ist auch wirklich ein Hyaluronserum ganz wichtig, das nieder- und hochmolekulare Anteile hat. Und dann nehmen diese Wellen dann das Hyaluron mit und transportieren es mir in die tiefe Hautschicht. Das ist total genial. So tief kann es von alleine nicht in der Konzentration einziehen. Du hast 50% mehr Wirkung, wenn du das Ganze mit Ultraschall einmassierst sozusagen. Das ist krass, wenn man sich das mal vorstellt. Und es ist einfach super toll, wenn man diesen Prozess verstanden hat. Dann weiß man, was man tun muss, um einfach länger jugendlich und frisch auszusehen. Das ist doch genial. Pigmentflecken und Narben können vermindert werden durch die Anregung des Zellstoffwechsels. Die Haut erneuert sich selber. Wenn sich Zellen erneuern, dann kriegen wir
neue Haut. Und das ist ja, wenn du ein Peeling machst, entfernst du ja alte Hautschuppen quasi, die schon abgestorben sind. Deswegen ist ein regelmäßiges Peeling auch so wichtig, dass deine Haut nicht grau aussieht. Und wenn sich die Haut erneuert, dann können Narben schneller verschwinden. Deswegen kann man auch diesen Ultraschall für die Reduktion von Dehnungsstreifen oder Schwangerschaftsstreifen verwenden. Wo du es nicht verwenden darfst, ist auf jeden Fall bei operativen Narben oder bei ganz frischen Wunden. Da bitte nicht. So, und jetzt ist natürlich noch interessant, wann darf man Ultraschall nicht anwenden, wann könnte es gefährlich werden, wenn du Gerinnungsstörungen hast oder wenn du Medikamente nimmst, die die Blutgerinnung verändern. Bei jeglicher Art von Tumoren solltest du keinen Ultraschall machen, bei einer beschädigten Netzhaut und bitte, das habe ich jetzt vorhin nicht gesagt, niemals auf den Augen anwenden. Die Augäpfel brauchen keinen Ultraschall und sollen dem auch nicht ausgesetzt sein. Du gehst einfach hier um die Augen großzügig herum. Wenn du aktuell einer Strahlenbehandlung ausgesetzt bist, bei offenen Wunden oder Verbrennungen auf gar keinen Fall, bei Thrombosen, bei bakteriellen Infektionen und niemals auf Operationsnarben. Ansonsten kannst du ganz ohne Zweifel und Bedenken diese Ultraschallanwendung im Gesicht machen. Wow, jetzt haben wir viel gehört, was Ultraschall alles Tolles im Gesicht anrichten kann. Und das ist wirklich faszinierend. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto begeisterter bin ich davon. Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie wendet man das Ganze an? Um eine wirklich abgerundete Behandlung zu haben, ist es natürlich wichtig, dass du zuerst mal dein Gesicht schön gründlich reinigst. Ich verwende dafür ein Reinigungsgel, aktuell von Noreva. Das ist super gut, wenn du zu Unreinheiten neigst, weil es wirklich sehr tief reinigt und antikomedogen wirkt. Ist auch schon, wie leer das ist, also ich mag das wirklich gerne. Als zweiten Schritt, der ist aber optional, wie du magst, musst du nicht jedes Mal machen, einmal die Woche, ein Peeling. Ich würde dir so oder so definitiv empfehlen, ob du Ultraschall machst oder nicht, dass du einmal die Woche ein Peeling machst, weil einfach abgestorbene Hautzellen dadurch abgenommen werden und die Haut besser atmen kann. Und dann kommt schon die Ultraschallanwendung und ich würde immer mich zuerst um eine Gesichtshälfte kümmern und dann um die andere, also wirklich das Gesicht in Bereiche einteilen. Du brauchst bei der Ultraschallanwendung ein Kontaktgel. Da ist mitgeliefert hier in dem Paket dieses hier oder das gibt es auch in groß zu bestellen. Das hier, ja, das ist halt ein Gel auf Wasserbasis, das auch Ärzte verwenden. Das ist jetzt nicht gerade was für die Haut sehr toll ist oder tolle Wirkstoffe enthält. Das ist super, wenn man zum Beispiel das Ganze auf seinem Bauch gegen Dehnungsstreifen oder auch an den Hüften gegen Zellulite anwendet. Aber im Gesicht würde ich das nicht machen. Das habe ich auch nochmal mit der Firma abgeklärt und mich da wirklich nochmal rückversichert. Du brauchst hier ein Kontaktgel auf Wasserbasis. Und da kannst du jede Creme nehmen oder jedes Gel. Wichtig ist, bitte achte darauf, dass keine chemischen Inhaltsstoffe drin sind. Das wäre jetzt nicht so toll. Aber wenn du ein Hyaluronserum nimmst, da habe ich das hier ganz gerne, das wirklich nur aus Hyaluron besteht und auf Wasserbasis ist. Und Glykol darf ja auch drin sein, das ist absolut kein Problem. Dann bist du auf der richtigen Seite. Das hat hier auch eine gelige Konsistenz. Und das gebe ich dann hier auf den Kopf großzügig und dick auf. Oder alternativ kannst du es auch dick auf deine behandelnde Hautschicht aufgeben. Wichtig ist nur, dass es immer ein feuchter Kontakt ist, weil sonst der Ultraschall nicht wirken kann. Also da passiert dann auch nichts Schlimmes, aber er dringt halt nicht so tief ein. Also der braucht wirklich den Wasserkontakt. Also du kannst dafür auch nicht nur Hyaluron nehmen, du kannst jede Creme nehmen, die du gerne verwendest. Achte darauf, dass sie auf Wasserbasis ist. Was auch sehr gut ist, ist zum Beispiel ein Aloe Vera Gel, was einfach wirklich der Haut Feuchtigkeit gibt und die Haut von innen raus auch pflegen kann. Aber wie gesagt, was du gerne nimmst, kannst du dafür verwenden, wenn es auf Wasserbasis ist und keine chemischen Inhaltsstoffe hat. Ich verwende für meine Ultraschallanwendung dieses Gerät von HomeTech. Für die Gesichtsanwendung nehme ich bei diesem Gerät die Einstellung L für leicht. Dann haben wir trotzdem 1 Megahertz, nur die Intensität ist leichter. 5 Minuten maximal für das Gesicht. Und die Anwendung kann man dann wirklich täglich machen. Das schadet dem Gesicht überhaupt nicht. Aber der Hersteller empfiehlt so 5-mal die Woche. Dann kann man der Haut auch mal ein bisschen Pause gönnen zur Regeneration.
Das gibt's auf mytens.de, habe ich kostenlos zugeschickt bekommen, aber ich muss sagen, ich bin auf die Firma zugegangen, nicht andersrum, weil ich sehr, sehr interessiert an dem Thema war, mich viel damit beschäftigt habe und deshalb das sehr gerne ausprobieren wollte und ich bin super begeistert. Ich habe hier für euch einen 20-Euro-Gutschein rausgehandelt. Den Link zu diesem Produkt stelle ich dir unten in die Videobeschreibung und mit dem Code ULTRA kriegst du 20 Euro Rabatt. Der ist auch nicht zeitlich begrenzt. Aber wichtig ist, Ultra in Großbuchstaben zu schreiben. Auf der Suche nach einem Ultraschallgerät habe ich viele, viele verschiedene gesehen. Da musst du wirklich gut aufpassen, wenn du dich für eines entscheidest, dass der Frequenzbereich stimmt. Ultraschall sind ja Schallwellen und Schallwellen haben eine bestimmte Frequenz. Ich empfehle dir, und was ich hier auch habe, eine Frequenz von 1 Megahertz. Und ganz viele Anbieter, von denen du ganz günstige auf Amazon irgendwie für 10 oder 20 Euro solche Geräte kaufen kannst, die haben niemals den Frequenzbereich. Da bist du vielleicht bei 1 Kilohertz. Das hilft dir aber nichts. Und vor allen Dingen bist du maximal dann da. Also achte da sehr, sehr genau drauf. Denn dann bist du nicht im Ultraschallbereich. Dann nützt es dir überhaupt nichts. Dann bleibst du an der Oberfläche und es hat absolut nicht diese Wirkung. 1 Megahertz dringt wirklich in die allertiefsten Hautschichten ein. Da, wo wir hinwollen. Denn es nützt dir nichts, wenn du nur in der Epidermis bleibst. Da bildet sich kein Elastin, kein Kollagen und Hyaluron hilft dir da auch nichts. Du musst in die Dermis gelangen. Und zur Muskelentspannung und Fettreduktion, zum Beispiel zur Antizellulite-Behandlung, musst du wirklich in die tiefen Muskel- und Fettschichten kommen, sonst nützt es nichts. Und dafür brauchst du 1 Megahertz. Es gibt auch viele Anbieter, die Geräte anbieten mit 3 Megahertz. 3 Megahertz hat eine stärkere Fokussierung auf einen Hautpunkt, kommt aber auch nicht so tief. 1 Megahertz hingegen hat eine breitere Fokussierung und kommt tiefer in tiefere Hautschichten und ins Muskelgewebe auch. Also bevor du irgendwas kaufst, wo du denkst, es ist ein gutes Angebot, informiere dich über die Frequenz und erinnere dich an meine Worte. Welche Fehler kannst du jetzt bei der Anwendung machen? Ja, da gibt es welche. Und zwar darfst du niemals mit dem Gerät, wenn es an ist, die ganze Zeit auf einer Stelle bleiben. Das könnte zu Blutergüssen führen oder zu sehr starker Erhitzung auf der Stelle. Das könnte unschön werden. Also immer in Bewegung bleiben. Auch nicht so, niemals nach innen, sondern wie ich es gezeigt habe, immer von innen nach außen. Einfach in Bewegung bleiben. Wenn du das Ganze jetzt zur Zellulite-Behandlung wirklich auf den Oberschenkeln oder auch auf dem Bauch verwenden willst, dann steht es in der Anleitung, wann du M, also Mittel und wann du High brauchst. Mit diesem Gerät kannst du das nämlich auch machen und das finde ich ganz cool und das werde ich auch definitiv mal ausprobieren. Das ist meine Haut jetzt übrigens nach mehrmaliger Anwendung von dem Ultraschallgerät. Ich finde, sie sieht viel, viel frischer aus und straffer. Ich habe auch jetzt gerade noch mal eine Anwendung hinter mir und direkt nach der Anwendung sieht sie immer noch mal viel gesünder aus. Sie leuchtet, sie strahlt. Das kommt natürlich auch von dem Hyaluron, das ich da verwende. Und eine Sache, dass ihr das wirklich im Vorher-Nachher-Vergleich jetzt mal richtig gut sehen könnt. Hier oben hatte ich in meinem Anwendungsvideo so ein Pickelmal. Das ist vollständig weg und das Video ist jetzt gerade mal eine Woche her und ungefähr 4 bis 5 Anwendungen. Ich persönlich finde auch meine Falten an der Stirn sind viel weniger geworden. Also die sind echt aufgepolstert und ich denke, wenn ich das jetzt noch länger mache, diese Anwendung, dann wird es alles auch noch viel besser werden. Und auf Dauer für die Vorbeugung der Falten, dass nicht noch mehr kommen, ist das natürlich die allerbeste Sache. Ja, wow, das war jetzt ein richtiger Input, aber es ist ein super interessantes Thema. Immer interessiert an Innovation und an der Kombination von Wissenschaft und Kosmetik. Das finde ich super interessant. Wenn man verstanden hat, wie die physikalischen Prozesse auf die chemischen Prozesse in der Haut wirken, dann kann man doch viel effektiver an seiner Schönheit arbeiten. Finde ich einfach toll. Und das ist genau, was mich bewegt und was mich interessiert. Also ich hoffe, ich konnte dich genauso begeistern von Ultraschall fürs Gesicht, für die Haut, wie ich davon begeistert bin. Man muss einfach offen sein für neue Innovationen und auch mal was Neues ausprobieren. Denn einfach sich immer eine Creme aufs Gesicht zu schmieren, die nur von oben wirkt und vielleicht auch noch die Poren verstopft, davon hat man nichts. Jeder Hersteller und jede Creme wirbt mit
ihren tollen Wirkungen, aber ob das dann wirklich alles so funktioniert, wie sie es in der Werbung sagen, das muss halt nicht immer der Fall sein. Und ob es wirklich nur oberflächlich wirkt, und vielleicht sprechen sie davon, dass die Kollagenproduktion angeregt wird, aber ist es wirklich der Fall? Wenn wir wirklich verstehen, dass diese Sachen nur in der inneren Hautschicht wirken können, dass wir dafür die Poren und das Gewebe erweitern müssen und so weiter, erst dann können wir wirklich effektiv an unserer Haut arbeiten und effektiv gegen Falten wirken. Je früher wir damit anfangen übrigens, würde ich schon wirklich Anfang 30 oder Ende 20 damit beginnen, umso besser. Denn wenn Falten erstmal da sind, dann sind diese Furchen schon mal da. Ich habe auch schon ein paar hier. Aber wenn du vorher schon anfängst, an der Elastizität, am Kollagen- und Hyaluronhaushalt deiner Haut zu arbeiten, dann ist das nichts Schlechtes. Die Haut wird davon nicht aufhören, das selber zu produzieren. Keine Angst, dass du dann denkst, du kriegst dann früher Falten oder sowas, sondern du hilfst einfach dabei, dass Falten erst gar nicht entstehen. Und das ist super wichtig. Also nicht warten, bis man 50 ist und dann zu merken, oh, jetzt sind hier überall schon so Falten drin. Und dann erst was zu tun, weil Falten, die drin sind, die wieder rauszubügeln, das ist fast nicht möglich. Aber was wirklich möglich ist, vorzubeugen. Ja, und in diesem Sinne beende ich jetzt mal das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir dann einen Daumen nach oben und abonniere mich für mehr solche Videos. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der Teil unserer Community wird. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!